Endlich ist es soweit. 3 Jahre lang war er in der Entwicklung und in der Testphase, hat schon den kompletten PCT durchlaufen und ich persönlich habe selber noch viel länger darauf gewartet, dass Decathlon endlich einen reinen auf Gewicht optimierten Ultraleicht-Tracking-Rucksack veröffentlicht. Und so sieht der Rucksack aus. Der Simont Ultralight 50 Liter MT 900 UL. Ich durfte ihn jetzt schon 2 Wochen vor der Veröffentlichung intensiv testen und man will hier wirklich den etablierten Ultraleicht-Tracking-Herstellern den Kampf ansagen, hat hier keine Low-Budget-Version geschaffen, sondern ein direktes Konkurrenzmodell und wir werden uns den jetzt mal im Detail anschauen und mal für uns selber beurteilen, ob der wirklich sein Geld wert ist, was den wirklich auszeichnet und was Decathlon ja eigentlich in den vielen Tests und Iterationen in den letzten 3 Jahren entwickelt hat. Ich zeige euch den Rucksack erstmal rein optisch von allen Seiten, bevor wir uns im zweiten Schritt die vielen und für mich überraschenden einzelnen Detailfunktionen nach und nach durchschauen. Als erstes fällt natürlich die Farbe auf. Man hat sich hier unten für schwarz und oben ja für ein weiß-grau entschieden. Der Rucksack kommt nur in dieser einen Farbe. Ich finde es aber zumindest universell so erstmal gar nicht schlecht. Unten relativ dreckabweisend, oben ist natürlich Geschmackssache. Einige werden sicherlich ein Grün bevorzugen, andere vielleicht in den Bergen unterwegs sind, was Knalligeres. Ich denke, man hat hier optisch einen ganz guten Mittelweg gefunden. Wenn ich den Rucksack mal drehe, dann sehen wir, dass er wirklich sehr breite Schultergurte hat, dass er wirklich mit 50 bis 55 Volumen ein höheres Packmaß hat. Also ist es auch ein Rolltop-Verschluss. Und von hinten das Meshgewebe, auf das ich jetzt sofort gleich eingehe, ist hier auch in diesem Schwarz gehalten. Natürlich haben wir ja auch Hüftgurte und einen Brustgurt. Das Ziel des Rucksacks war natürlich ganz klar, so viel zu reduzieren wie möglich, so viel Gewicht einzusparen wie möglich, um hier ein Modell zu schaffen, was wirklich für lange Touren über tausende Kilometer, also wirklich Thru-Hikes und Fernwanderwege geeignet ist. Deswegen muss er natürlich auch einige Funktionen mitbringen, die für diese Art von Aktivitäten auch wirklich gemacht sind. Und ich weiß, dass man hier wirklich mit dem Gewicht über die Jahre noch gekämpft hat, alles Mögliche an Reißverschlüsse und Schnallen zum Beispiel optimiert hat und letztendlich, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, wiegt er offiziell 880 Gramm. Ich habe selber nachgewogen, bei mir kommen 15 Gramm weniger raus, 865, aber das Ganze erstmal so quasi im Urzustand. Ihr wisst, ich passe meine Ausrüstung immer sehr gerne an und auch hier werden wir später noch ein paar Modifikationen vornehmen, Dinge entfernen vielleicht, die ich für meine Touren jetzt erstmal nicht brauche, um dann zu schauen, wie ist wirklich das reale, absolute Minimalgewicht. In der Vergangenheit waren offizielle Tracking-Rucksäcke bei Decathlon mindestens einen halben Kilo in der Größe schwerer. Wir hatten uns auch in der Vergangenheit bei den ultraleichten Packlisten-Videos Modelle angeschaut, die dann teilweise nur 25 Liter hatten und eigentlich nur für den normalen Tageswanderungsbedarf da waren. Bei dem Gewicht jetzt, 860 Gramm, werden vielleicht einige erstmal erschrecken, da natürlich andere Rucksäcke anderer Hersteller vielleicht auch die teurer sind, leichter sind. Aber man hat hier verschiedene Komfortfunktionen hinzugefügt, die für ein bisschen mehr Gewicht sorgen, aber wirklich auf sehr langen Touren durchaus seine Daseinsberechtigung haben. Was so einen speziellen Ultraleicht-Tracking-Rucksack als erstes erstmal auszeichnet, ist, dass er hier wirklich auf der Vorderseite eine große Mesh-Tasche hat, die erweiterbar ist. Und ich sagte Mesh, das ist normal der Standard. Hier sehen wir, ist die wirklich komplett dicht erstmal, aus einem festen Material. Hier oben kann ich das Ganze ausklippen, aufmachen, kann also wirklich eine Menge reinpacken. Das Ganze ist im Standard auch mit einem Gummiband fixiert. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade mein Zelt drin. Der Vorteil bei einem Mesh-Gewebe ist, dass wenn da nasse Sachen drin sind, wie ein Regenponcho, ein Zelt, dass das während der Wanderung trocknen kann. Aber hier unten hat man sich wirklich überlegt, kleine Ausgüsse zu machen. Das heißt, das Wasser kann hier auf beiden Seiten auch noch ablaufen und man hat in dem Sinne erstmal eine geschütztere Tasche und hat trotzdem erstmal die Funktion, dass das Wasser so ein bisschen dort zirkulieren kann. Das Fach erscheint mir ausreichend groß, also ich zeige es euch mal, wenn ich es so erweitere, da würde noch einiges reinpassen, ungefähr so wie bei meinem normalen Sipex-Modell, was ich zum Beispiel verwende. Und diese Außentasche zieht sich dann wirklich in derselben Höhe über die komplette Breite des Rucksacks, sodass man wirklich einen unfassbaren Stauraum für seine Wasserflaschen und andere Dinge wie Töpfe oder in meinem Fall meine Zeltstangen, Trekkingstangen und andere Dinge hat. Hier sind tatsächlich 1,5
5 Liter Flaschen vor mir drin, die ich im Standard benutze, und natürlich würde hier auch noch ein Kochtopf reinpassen. Das Ganze ist mit einem Gummiband hier verzogen, sehr gut abgesichert, sodass auch auf keinen Fall etwas rausfallen kann. Ich kenne einige Modelle, da sind die zwar sehr weit, aber haben oben keinen Gummizug, und da kann es schon mal sein, je nachdem wie viel man darin lagern möchte. Ich zum Beispiel lagere auch mein Kochbesteck da mal oder esse mit Brennstoff, da ist mir auch schon mal was rausgefallen. Hier weiß ich zumindest, das passiert nicht, und man kann es als zusätzlichen Stauraum benutzen, der dann vielleicht nass werden könnte, weil er außen befestigt ist, aber wem diese 50 bis 55 Liter erstmal noch nicht reichen, der hat wirklich mit diesen 3 großen Außentaschen, ist natürlich von der anderen Seite auch noch so mehr als genug Platz, um noch extra Kleinigkeiten zu verstauen. Und ansonsten sehen wir auf der Vorderseite hier noch 2 Bänder, die im Prinzip jeweils links und rechts hier einmal rumgehen und die ich hier über diesen Zug wirklich verstellen kann. Ihr seht schon, da ist noch ordentlich Spiel. Das heißt, man kann es erstmal lösen, wenn man den Rucksack voll packt, und wenn man das Ganze ein bisschen komprimieren möchte, zusammenziehen möchte. Und das ist wirklich wichtig, denn umso näher schwere Gegenstände am eigenen Rücken liegen, desto weniger Kraft braucht der Körper auch beim Laufen, desto weniger wackelt der Rucksack, desto näher ist das Ganze dran. Und das finde ich eine sehr sinnvolle Funktion, die auf jeden Fall nicht alle Rucksäcke haben, und ich vermute, dass man hier bei unter 10 Gramm vielleicht mit diesen beiden Bändern und den Schnallen liegt. Deswegen auf jeden Fall eine sehr kluge, ja, Sache, die man noch da hinzugefügt hat. Und man kann natürlich sich auch vorstellen, wenn man es wirklich ganz rauszieht, dass man hier zum Beispiel noch eine faltbare Isomatte verstaut. Leute, die vielleicht große Zelte dabei haben, können da auch noch was außen befestigen. Und dafür wird sich das meines Erachtens auch eignen, da man das, wie ihr seht, schon wirklich sehr fest hier auch zusammenziehen kann. Und die ganz große Überraschung und Designentscheidung findet man hier auf der Rückseite. Denn man hat sich bei so einem Frameless-Rucksack wie diesem hier erstmal jetzt dazu entschieden, doch einen leichten Frame einzubauen. Und zwar einen mit dieser Arc-Konstruktion, die es ermöglicht wirklich, dass der Rucksackkörper nicht direkt auf dem Rücken aufliegt, sondern nur dieses wirklich sehr dünne Meshgewebe. Und man hat hier 2 Stangen eingebaut, die fest gebogen sind, sodass der Rucksackkörper immer weggedrückt wird. Und ihr seht schon, ich kann hier einfach meine Hand zwischenpacken und habe da wirklich, ich würde sagen, 6, 7 Zentimeter dort Platz. Und warum macht man das? Man macht das, um einen unfassbar guten Komfort zu haben. Gerade wirklich bei warmen Etappen im Sommer ist es ein absoluter Traum, wenn der Rücken belüftet ist. Gerade für Leute, die auch viel schwitzen. Ich habe selber einen Kumpel, für den kommen nur solche Rucksäcke in Frage. Und bisher ist das echt ein Thema, was noch nicht viele haben. Der bekannteste ist sicherlich der Zpacks Arc Hall. Den habe ich hier auch ausführlich vorgestellt, und ich war da schon von dem Konzept begeistert. Da zahlt man aber natürlich über 500 €, wenn man den hier importieren möchte. Ist also nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und man hat sie wirklich sehr minimalistisch gehalten. Es gibt also keine Möglichkeit, diese Stangen jetzt erstmal so zu verändern. Das heißt, diese Konstruktion ist erstmal so fest. Man hat also weniger Teile, die auch kaputt gehen können. Und falls ihr ein bisschen die Nachrichten aus der Szene mitverfolgt, auf dem letzten Jahr im PCT gab es unglaublich viele Probleme mit den Zpacks-Modellen bei dieser Konstruktion. Man hat sehr viel gehört, dass diese Stangen hier teilweise gebrochen sind oder kaputt gegangen sind. Und wenn das bei einer auf einer Seite passiert, kann man den Rucksack nicht wirklich so verwenden und müsste die komplett entfernen. Und hier hat man von Haus aus 10 Jahre Garantie von Decathlon. Das finde ich auch schon mal bewundernswert. Das gibt es nicht bei allen Produkten da. Und deswegen rechne ich fest damit, dass man hier daran gedacht hat, dass diese Stangen natürlich sehr robust sein müssen, die natürlich auch was aushalten müssen. Der Rucksack trägt maximal 12 bis 13 Kilo, und dafür sind die Stangen dann auch gemacht, was natürlich bei einer Ultraleicht-Trekking-Tour total reicht. Da kommt man selbst in Verpflegung sehr selten über überhaupt 10 Kilo und hat dann immer noch ein bisschen Puffer. Deswegen hat man hier, um diese Konstruktion zu haben, um diesen großen Komfort und die Belüftung zu haben, natürlich bestimmt 100, 150 Gramm mehr eingeplant, aber für die meisten Leute ist es das wahrscheinlich wert. Und wenn ihr es selber noch nicht getestet habt, kann ich euch das nur empfehlen, weil das bringt gerade für Leute, die sehr viel schwitzen, echt nochmal unfassbar viel.
Die nächste Besonderheit ist, dass wir hier ein Universalmodell haben. Das heißt, man hat nicht verschiedene Größen, XS, S, M, L, sondern hat ein Modell für alle. Und das hat Vorteile. Man weiß am Anfang vielleicht nie genau, wie fällt dieser Rucksack aus. Selbst wenn bei vielen Marken in der Vergangenheit, bei Huckepack zum Beispiel, man Zentimeter genau seine Körpermaße ausmessen konnte und dann zwischen unterschiedlichen Größen unterscheiden konnte, klappt das dann in der Praxis je nach Gewicht nicht immer. Und manchmal möchte man dann vielleicht mit mehr Gewicht lieber einen größeren Rucksack, manchmal einen kleineren. Und hier hat man sich was ganz Geschicktes auf der Rückseite überlegt. Denn hier kann man flexibel die Schultergurte oben am Schulterbereich von der Höhe verstellen. Und das geht in 4 Größen. XS, S, M, L und noch mit 2 Zwischengrößen hier sogar. Das heißt, jeder kann sich selber frei aussuchen und testen, vor allem wenn er den Rucksack zu Hause hat, was am besten passt. Und das finde ich wirklich spannend. Für mich hat nach einem Test M und L am besten gepasst. Ich präferiere hier L und hatte damit wirklich einen maßgeschneiderten Komfort, sodass dann wirklich die Hüftgurte auch genau auf meinen Hüftknochen liegen und ich wirklich den Rucksack über die gesamte Fläche am Rücken habe. Das Verstellen hier wird man nicht jeden Tag machen, aber es geht auf jeden Fall ausreichend schnell, damit man das selbst auf einer Tour mal so ändern kann. Man klippt das einfach mit diesem Hakenelement hier aus und möchte vielleicht auf M jetzt wechseln und schon ist der Rucksack wirklich deutlich kleiner und damit für Menschen mit geringerer Körpergröße auf jeden Fall gemacht. Ich bin selber 1,89 und da ist noch ordentlich Spiel jetzt bei der L-Variante. Ich habe keine genauen Größenangaben gefunden, aber ich denke, für jeden von 1,50 bis 2 Meter sollte da eine passende Größe zu finden sein. Ich versuche wirklich jede Woche ein Video über Ausrüstung, Packlisten oder Touren für euch kostenlos bereitzustellen. Solltest du meinen Kanal gerade noch nicht abonniert haben, würdest du mir wirklich unglaublich damit weiterhelfen, das jetzt einmal zu tun, sodass ich in Zukunft die Möglichkeit habe, noch spannendere Themen rund um unser gemeinsames Hobby zu beleuchten. Vielen Dank schon mal dafür. Was der Simont MT900 UL sonst noch bietet, sind natürlich Brustgurt, Schultergurt und Hüftgurt. Ist auch nicht bei allen Rucksäcken selbstverständlich und hier spricht man sogar von der besonderen Polsterung, nämlich eine Dual Density Schaumpolsterung. Und das sieht man so ein bisschen auf der einen Seite, ist hier so ein 3D-Mesh-Gewebe, was atmungsaktiv ist und so ein bisschen, auch vom Stoff her viel, viel weicher ist. Und dahinter versteckt sich noch ein dickerer Schaumstoff. Das können Sie natürlich jetzt nicht fühlen, fühlt sich aber durchaus bequem an. Man hat hier, wie man sieht, keine Schultergurttaschen. Die müsste man jetzt, wenn man die unbedingt braucht, im Zweifel nachrüsten. Da hat man sich erstmal das Gewicht gespart. Hier sind auf jeden Fall Vorrichtungen dafür, um sowas anzuklippen. Kann natürlich auch ein Smartphone sein oder eine ganz einfache Halterung wirklich für eine Wasserflasche. Aber man hat eine Hüftgurttasche mitgeliefert, nur eine. Auf der Seite befindet sich keine. Auf der anderen Seite, seht ihr sie schon, ist sie hier. Die ist, ich würde sagen, normal groß, vielleicht ein bisschen kleiner als andere, die ich so kenne, aber durchaus praktisch. Vielleicht war man sich hier nicht sicher, soll man Hüftgurttaschen nehmen, soll man keine nehmen und hat dann eine genommen. Eine reicht meistens, bei mir mittlerweile ist in der zweiten Nummer ein Buff mittlerweile drin, der ist jetzt auch hier vorhanden und das ist natürlich super, um da vielleicht sein Handy reinzupacken, eine Powerbank, mal kleine Dinge wie ein Riegel, den man so haben möchte, andere Snacks und deswegen finde ich es eigentlich einen guten Mittelweg und für alle, die dann sagen, ich brauche noch mehr Platz wirklich vorne, die können sich dann wirklich Schultergurttaschen noch nachbestellen und die selber dran machen. Und vielleicht habt ihr gerade schon diese lange Schnur hier gesehen. Und wofür ist die da? Da man den Rucksack natürlich wirklich auch für amerikanische Longtrails entworfen hat oder auch für die europäischen GR-Trails, macht es durchaus Sinn und ist auch manchmal sogar Pflicht, einen Bärenkanister mitzunehmen. Und diese Schnur kann man wirklich lang ziehen, hier rüber ziehen und hier vorne an dem separaten Clip befestigen. Und so kann auf dem Rucksack wirklich ein geruchsdichter Beerenkanister Platz finden, wo man dann zum Beispiel Nahrung drin lagern kann und diesen sperrigen Beerenkanister dann wirklich mittransportieren kann. Wenn man das nicht braucht, hat man natürlich die freie Wahl, das einfach selbstständig zu entfernen. Das Außenmaterial des Rucksacks wurde komplett aus ein und demselben robusten Stoff gefertigt. 100D Polyamid Ripstop. Und das sieht man schon und fühlt es auch. Das ist wirklich ein dickerer Stoff, hat natürlich die Ripstop-Nähung, damit, wenn mal ein Riss entsteht, da nichts weiter aufreißen kann. Der Stoff ist natürlich nicht wasserdicht, das sind die wenigsten Rucksäcke, aber wasserabweisend. Also da bräuchte man natürlich, und das machen auch die meisten beim Ultraleicht-Tracking, von innen noch wirklich einen kleinen Liner, so eine Art Mülltüte muss man sich da vorstellen. Oder für alle, die das lieber haben, natürlich einen großen, aber schwereren,
Überzug über den kompletten Rucksack. Ich persönlich nehme da auch gerne meinen Poncho, der geht dann noch über den Rucksack. So ein Rucksacküberzug wird hier nicht bei dem Modell mitgeliefert, da man da, glaube ich, schon im Hinterkopf hat, dass das wohl die wenigsten Leute auch benutzen werden. Ja, und 100D ist auch nicht Standard. Man hat natürlich kein sehr dünnes Material wie Dyneema Cuben Fiber oder Ultra verwendet. Und ich glaube, daher kommt auch ein bisschen dieses Mehrgewicht. Da hat man natürlich vielleicht nochmal 100, 150 Gramm auch wieder mehr, weil der Stoff so dick ist. Aber hat dann wirklich mit der Aussage 10 Jahre Garantie zumindest die Sicherheit, dass das erstmal lange halten wird und nicht sofort nach dem ersten Thru-Hike vielleicht wieder komplett kaputt geht. Decathlon produziert den Rucksack ausschließlich in Europa, in Tschechien, und da wurde er vorher wirklich intensiv getestet. Also 10.000 Mal wurde er mit voller Ladung wirklich fallen gelassen, um dann zu schauen, wie der Rucksack danach aussieht. Wahrscheinlich hat man deswegen auch diese größere Stärke gewählt, weil der Rucksack das auf jeden Fall aushalten soll. Ich habe schon erwähnt, damit wurde wirklich über mehrere Monate ein PCT Thru-Hike gemacht und auch in den Alpen ausführlich getestet, zum Beispiel auf der Tour du Mont Blanc. So sieht der Rucksack komplett leer aus und im Innenraum versteckt sich auch noch eine Sache. Normal ist es eigentlich immer nur ein Sack, der komplett leer ist. Und hier hat man zunächst, wie schon gesagt, diesen Rolltop-Verschluss. Das ermöglicht wirklich das dynamische Packen. Wenn man ein bisschen weniger mitnimmt, kann man es dann noch ein bisschen mehr hier einrollen und dann im Prinzip weiter komprimieren. Wichtig hier hat man das nur verstärkt. Hier gibt es aber keinen separaten Reißverschluss. Sorgt natürlich auch für Gewichtsersparnis. Man hält die Dinger zusammen, rollt es ein, überschlägt das Ganze, klippt das um. Standard, der dann auch dafür sorgt, dass da erstmal nicht so viel Wasser reinkommt. Und hier drin, wenn wir mal reinschauen, sehen wir natürlich, dass das ein bisschen gebogen ist und eine einzige Tasche ist dort vorhanden. Die kann man auch so ein bisschen hier rausnehmen und da ist ein Reißverschluss dran. Das heißt, man hat hier wirklich auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Wasserblase noch reinzutun, kann das als kleinen Packsack auch verwenden. Man muss hier direkt sagen, als Kritikpunkt auch von mir, das ist aus demselben dicken Stoff gemacht. So fühle ich das. Also auch dieser 100D Polyamidstoff, der sehr robust ist. Wenn ich überhaupt Packsäcke mitnehme, und das mache ich mittlerweile immer seltener, dann sind die noch dünner aus einem einfacheren, leichteren Material. Da brauche ich nicht diese große Robustheit. Deswegen ist das jetzt das allererste, was ich jetzt hier abschneiden werde. Ich habe 4 Dinge identifiziert, die man jetzt sehr einfach lösen kann, die für mich jetzt überhaupt nicht wichtig sind und ich mir da lieber das Gewicht sparen möchte, denn darum geht es schließlich bei einem Ultraleicht-Tracking-Rucksack. Der Packsack alleine, wenn wir den mal wiegen, der innen drin war, 25 Gramm. Dann haben wir natürlich eine Menge von diesen kleinen Schildern hier, das sind vielleicht nochmal 2 Gramm. Innen drin war noch 2 Klettbänder und diesen Beerenkanister. Die Halterung dafür, die brauche ich wahrscheinlich auch nie, wenn ich diesen Rucksack hier verwenden möchte. Und wenn doch, kann ich ihn jederzeit nochmal wieder neu dran nehmen. Und mit allem inklusive liegen wir dabei 36 Gramm, also bei mir dann bei 824 Gramm, die jetzt für mich der Rucksack erstmal so wiegt. Ich bin sicher, man könnte auch noch mehr abschneiden. Diese Bänder hier außen wollte ich jetzt erstmal dran lassen, da die schon einen großen Mehrwert haben und ich glaube, da spart man nicht mehr viel. Und was kostet der Rucksack letztendlich? 250 €. Und wer bei Decathlon immer nur an Einsteiger-Low-Budget-Artikel denkt, der sieht spätestens jetzt, dass man auch mittlerweile auf Qualität setzen will, in den Ultraleichtmarkt wirklich verstärkt reingehen will. Jedes Jahr kommen neue Produkte. 250 € für so einen Ultraleicht-Rucksack ist, ich würde sagen, im Einsteiger-Mittelfeld. Top-Modelle, da sind wir bei 400, 500, vielleicht sogar 600 €, die aus der Dyneema Cuben Fiber oder Ultra sind. Andere Modelle, die ebenfalls aus Ripstore, Polyamid, Nylon sind, liegen ähnlich oder sogar ein bisschen mehr. Aber man hat ja diese Arc-Konstruktion und da findet man in der Gewichts- und Preisklasse erstmal nicht so viel. Dann hat man natürlich bei Decathlon immer einen Händler, kann sich das vor Ort gut anschauen, kommt auch gut ran und hat hier die 10 Jahre Garantie. Deswegen, ich muss sagen, ich finde es auf jeden Fall fair. Ich hätte erwartet, dass er günstiger ist. Ich hätte aber auch nicht damit gerechnet, dass der wirklich so spezialisiert ist und so viele Funktionen gerade wirklich für das Thru-Hiking hat. Denn das war vorher einfach nicht so bei Decathlon. Deswegen, ich finde den Preis fair. Ihr könnt mal gerne in den Kommentaren sagen, was ihr von dem Preis haltet.
Ich würde es auf jeden Fall für Einsteiger empfehlen und ich werde den Rucksack jetzt auch mit den Modifikationen, die ich gemacht habe, eine Zeit lang verwenden und auf meinen nächsten Touren mal mitnehmen. Das Modell soll ab der ersten Aprilwoche 2025 im deutschen Decathlon Online Store bestellbar sein. Bis jetzt gibt es nur auf der englischsprachigen Seite eine Übersicht dazu. Ich verlinke euch beides natürlich unten in der Beschreibung. Ja, und in der nächsten Woche wird es ein ausführliches Video von mir zu den neuen und aktuellen ultraleichten Trailrunnern und Wanderschuhen von Decathlon geben. Ich bin gerade parallel dabei, mir wirklich jedes Modell anzuschauen, eine kleine Testwanderung zu machen, um für mich auch mal festzustellen, welche Modelle eignen sich wirklich zum Trekking besser als andere, welche sind ihr Geld wirklich wert, kann man vielleicht günstiger auch empfehlen und vor allem, wie schlagen die sich wirklich zu den etablierten Premium-Marken anderer Hersteller. Ja, wollt ihr das nicht verpassen und hat euch das Video auch heute gefallen, würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Ansonsten bis zum nächsten Mal.